Heute geht's wieder in den Simulationswahnsinn. Wir starten gegen Nürnberg, spielen unter anderem auch noch gegen Hansa Rostock und gegen Magdeburg nach der Länderspielpause. Gehen wir direkt rein, ohne um den heißen Brei lang rumzureden. Das ist die Nürnberger Truppe in einem 4-3-3 mit einem Sechser und zwei Achtern. Vorne Hayashi, Okunuki, Honda spielt wahrscheinlich auch noch irgendwo. Dann ist das japanische Trio vorne vollständig. So, wir spielen mit der Truppe, die ist halt leider immer noch nicht fit. Noch nicht ganz fit. Ich habe jetzt den Trainingsplan ein bisschen verändert, dass die mehr auf ausgeglichen gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich weiß nicht, was ich machen muss, damit das hier auch in den Simulationen läuft, weil immer, wenn ich die Spiele gespielt habe, habe ich sie, glaube ich, auch gewonnen. Bis auf das Spiel gegen Schalke, aber sonst habe ich eigentlich alles gewonnen. In Bremen haben wir gewonnen, gegen die Bayern leider ganz knapp im Pokal ausgeschieden, nur 1:0. Bin gespannt, ob es vielleicht im ersten Spiel gegen Nürnberg schon richtig gut läuft. Oh, das ist bislang leider kein Leckerbissen. 2 Schüsse für die Nürnberger, eine Chance. Wir haben gar keinen einzigen Schuss, wir haben sogar weniger Ballbesitz. Ich habe nämlich erstmal die Taktik auf Defensive gestellt. Ich wollte erstmal hinten sicher stehen, weil sonst kassieren wir wieder 3 oder 4 Dinge. Aber das sieht momentan auch leider nicht ganz gut aus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen offensiver, ich lasse mal ausgeglichen. Aber momentan die Nürnberger, wenn überhaupt eine Chance sich ergeben hat, dann für die schwarzen Punkte. Für die weißen Vierecke leider noch nicht, aber ich hoffe, dass doch irgendwie jetzt in der zweiten Halbzeit der Knoten platzt. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, jetzt vielleicht, aber es schießt auch keiner. Das ist auch das Problem, es schießt niemand. Wir kombinieren uns gut vor, bis in den Strafraum, aber bis dann mal einer schießt von alleine, das wird echt schwach. Oder das ist echt schwach und ich weiß auch nicht, gegen wen wir gewinnen wollen. Also wenn wir so spielen. Um aufzusteigen, müssen wir hier eigentlich mal eine kleine Serie starten, aber vielleicht sind wir auch noch nicht so weit. Keine Ahnung, aber pass auf jetzt, Chance. Ja, 1:0. Fabian de Fukuhila. Da ist er wieder. 69. Minute, perfekter Zeitpunkt, um hier 1:0 in Führung zu gehen. Ihr seht, die sind alle schon total platt. Ob es ein King ist, ob es ein Buchalakis ist, Uedraogo. Ich muss eigentlich 30 Mal auswechseln gefühlt. Jetzt aufgepasst, Gersbeck ist da. Dem müsste ich eigentlich wirklich eine Statue bauen, obwohl der halt fast alles gegen die Bayern gehalten hat. Das ist schon krass, der geht Gott sei Dank drüber. Wir müssen auch mal ein bisschen Glück haben. Also wenn wir hier mit einem Sieg reinstarten in diese Simulationsfolge, dann denke ich, dann können wir auch das vielleicht mitnehmen in die anderen Spiele. So ist halt meine Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Dass ich das nochmal erleben darf. Ein Schuss, eine Chance reichte uns und wir gewinnen mit 1:0. Wie, ist egal, im Endeffekt fragt keiner mehr. Die Nürnberger zwar besser, aber ist auch egal. 1:0 Sieg, viel besser geht's gar nicht. Hamburg spielt nur unentschieden, das ist auch gut für uns, wenn die Konkurrenz mal patzt. Also momentan ist Hamburg nicht unsere Konkurrenz, aber wir stehen wieder ein bisschen weiter oben. Wir sind auf Platz 9 hochgeklettert. Ihr seht, wie eng das trotzdem zusammen ist. Und wenn wir jetzt auch gegen Rostock noch gewinnen, das ist nämlich jetzt das nächste Spiel, dann werden wir wieder ein bisschen näher dran. Fürth, glaube ich, bleibt da auch nicht die ganze Zeit oben. Hannover oben, das ja, ist auch sehr bemerkenswert. Unten haben wir dann Braunschweig, Wiesbaden, Osnabrück. Das tut halt doppelt und dreifach weh, ne? Diese Niederlagen, vor allem gegen Wiesbaden und Osnabrück. Auch gegen Elversberg darfst du nicht verlieren. Gegen Paderborn von Max Kruse die 3 Dinger einzufangen, ist auch ein bisschen beschämend. Aber gut, ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt ein bisschen fitter wird. Trainingspläne brauchen Zeit. Ja, ich muss aber schauen, dass meine Spieler fit sind. Also ich meine, das kannst du mir noch so oft sagen. Ja, vor uns liegen wichtige Spiele in Niederlechner. Ja, die Moral steigt jetzt auch hoffentlich wieder ein bisschen. Die Spieler sind jetzt alle wieder ein bisschen mehr fit. Uedraogo noch nicht so ganz, warum auch immer. Muss ich noch mal kurz auf den Trainingsplan schauen, was bei Uedraogo das Problem ist. Ausgeglichen. Prognose wird nach dem Spieltag aktualisiert, okay. So, also dann gehen wir rein ins zweite Spiel gegen Hansa Rostock. Wir spielen die, Dreierkette, oh nein, da bin ich sehr, sehr immun gegen. Oder beziehungsweise gar nicht immun gegen. Aber was soll's. Wir starten erstmal wieder defensiv und dann gucken wir mal, wie das gegen Rostock funktioniert. Und die Einzelführung für die Rostocker durch Brumado nach einer eigentlich sehr, sehr guten Anfangsphase von uns. Aber auch da gerade beim Gegentor habt ihr gesehen, wir kriegen den Ball einfach nicht weg. Da stehen 3, 4 Leute wieder, die machen wirklich alles außer verteidigen. Vielleicht gleich im Gegenzug der Ausgleich, der muss rein. Oh nein. Uedraogo. Und dann versieben wir auch immer solche 1000-prozentigen Chancen. Dann kannst du auch nicht gewinnen, wenn du die Dinger nicht reinmachst. Aber ihr seht, wie viel Platz wir haben. Rehse, ja. Auf Rehse ist Verlass. Auf den Fukuhila ist halt einfach Verlass. Gegen Nürnberg das 1:0 gemacht. Hier der Ausgleich. Wir müssten eigentlich schon führen. Also wir hatten in der Anfangsphase einen Pfostenschuss nach 4, 5 Minuten. Das ist leider wieder unerklärlich, dass wir hier bislang nur 1:1 stehen, beziehungsweise gleich wahrscheinlich wieder zurückliegen. Guck, ihr seht das. Stehen alle um Strafraum rum, alles gut. Jetzt geklärt, jetzt. Jetzt können wir vielleicht aufziehen. Ganz außen ist er frei. Ja, ich will mitspielen. So, jetzt Flanke in Strafraum, Ball zurück. Nee, ist selber geschossen.
Naja, diesmal sind wir die bessere Mannschaft. 57% Ballbesitz, 4 Schüsse, 3 Chancen. Aber leider nur ein Tor. Ich hoffe, da kommt mindestens nochmal ein zweites, wenn nicht sogar ein drittes Tor mit dazu. Und hoffentlich auch ohne Gegentor. Und endlich die Führung durch Ouedraogo. 81. Minute. Es wurde langsam Zeit. Ich habe auf ausgeglichen gestellt. Wir haben das eigentlich ganz gut hinbekommen. Hinten haben wir nicht mehr so viel zugelassen. Vorne auch vorher schon 1-2 gute Chancen gehabt. Aber Achtung, nach dem Anschluss gibt es wahrscheinlich jetzt gleich den Ausgleich. So wie ich meine Mannschaft hier kenne. Nein, wir haben ja Gersbeck hinten. Das wäre so wichtig, ey. 2. Sieg in Folge. Wenn es denn dabei bleibt. Achtung. Oh, jetzt gibt es den Ausgleich. Nein, Pfosten. Oha. Egal, das Glück scheint auf unserer Seite zu sein. Wir holen den 2. Sieg in der Simulation. Sieg Nummer 2. Müsst ihr euch rot im Kalender anstreichen. Wird es wahrscheinlich so oft nicht mehr geben. Ein bisschen Glück gehabt. Hannover gewinnt weiterhin. Ausgerechnet gegen Wiesbaden. Gegen die wir auch schon mal verloren haben. Und wir kommen wieder ein bisschen mehr nach oben. Wir sind zwar immer noch 9. Ja, aber gar nicht mehr so viele Punkte Abstand. Der KSC ist nicht mehr weit weg. Ich glaube, das ist die Folge, wo wir die meisten Punkte mit der Simulation geholt haben. Und dann noch gegen Fürth. Genau, die beiden Spiele mache ich dann noch. Wie sieht's in der Tabelle aus? Da sind wir jetzt auf Rostock 3 Punkte ran. Okay, die haben schon gespielt. Okay, wir können also auf 22 Punkte kommen. Je nachdem, wie hoch wir gewinnen, können wir auch 8., 7. werden. Also vermutlich erstmal 8. Und dann wären wir nur noch 6 Punkte hinter Hamburg. Also das ist nicht weit weg, Platz 3, ne? Wir müssen halt jetzt, wie gesagt, mal eine kleine Serie starten. Vielleicht noch die beiden anderen Spiele hier gewinnen. Da würde ich mich sehr freuen. Und wie spielt Magdeburg? Oh, die spielen 5er-Kette. Oder ist das auch? Nee, es ist ein 3-4-3. Aber wahrscheinlich werden dann Elhan Kuri und Manu mit zurückkommen. Naja, gehen wir rein. 3. Spiel, vielleicht der 3. Sieg. Ich hoffe, die Jungs geben sich Mühe. Und dann schauen wir mal, was wird. Oh, das ist ein sehr wildes Spiel, aber auch ein sehr dominantes von uns. Ihr seht, wir haben 7 Schüsse. Wir hatten teilweise echt ein großes Powerplay. Magdeburg aber auch immer gefährlich. Ballbesitz auch ausgeglichen. 2 Chancen, 0 für Magdeburg, obwohl ich das auch eigentlich nicht verstehe. Die Statistik, das verfälscht manchmal so ein bisschen. Ich stehe jetzt auch wieder auf ausgeglichen. Also ich muss sagen, momentan jetzt in der Folge funktioniert das gegen die Teams ganz gut, wenn ich erstmal defensiv beginne und dann so mit Beginn der 2. Halbzeit auf ausgeglichen schalte. Warum auch immer, keine Ahnung, auch Magdeburg jetzt mit dieser Dreierkette. Das macht uns aber gar nichts aus, habe ich das Gefühl. Jetzt mal gucken hier, Tabakovic, Ouedraogo, nee. Funktioniert leider nicht, aber ihr seht, wir machen wirklich Druck. Ball jetzt in die Mitte und jetzt das 1-0. Ja, durch Nusa. Jawohl. Wichtig, dass er auch trifft. Jetzt aber mal ein anderer ran, nicht nur Rese. Aber genau das ist es, Jungs. Weiter. Das wäre ultra wichtig. Hier noch einen 3. Sieg zu holen, dann wäre ich auch gegen Fürth mit einem Remis zufrieden. Aber auch da müssen wir eigentlich gewinnen. Also heute mal 4 auf einen Streich und Gersbeck, der holt wieder alles raus. Aber Achtung, oh, Nachschuss, Gersbeck, im 3. Versuch. Das ist auch wieder so typisch Schiefer. Ich kann mir das schon bildlich vorstellen. Nach einer Ecke gehalten, Nachschuss gehalten und dann der 3. Schuss war da drinne. Ja, ärgerlich, ey. Dabei haben wir das eigentlich so gut verteidigt bekommen. Bislang nach Ecken. Ja, und Gersbeck, wie gesagt, ich habe keinen besseren Torwart. Da muss ich erst nochmal einkaufen gehen. Im Winter für 8 Millionen. Mal gucken. Oh, jetzt sind wir ganz viele Leute vorne. Das müssen wir auch spielen. Jawohl. Unser Juwel, Ouedraogo. Der macht hier Tor um Tor. Der wird immer wertvoller. Der wird auch immer teurer. Für die anderen Mannschaften. Also haben wir hier eine kleine Wertanlage. Für den Sommer. Vielleicht auch für den Winter, aber spätestens für den Sommer. Jetzt werde ich nochmal auf Defensiv schalten. Dass wir das Ergebnis hier verwalten. Es geht jetzt nur darum, hier zu gewinnen. Egal wie. Vielleicht noch ein 3. Tor. Tabakovic irgendwo. Ja. Yes. Wuhu. Tabakovic. Jetzt läuft's aber. So hätte ich mir das eigentlich auch in den vorherigen Simulationen gewünscht. Aber da wollten sie wohl nicht. Es muss der erste Spiel gegen die Bayern sein. Und das hat irgendwie wahrscheinlich Kräfte freigesetzt. Ich weiß es nicht. Somit holen wir den 3. Sieg in der Simulation in Folge. Überragend und auch verdient. 10 Schüsse, 7 Schüsse für Magdeburg, 5 Chancen. Nusa, Ouedraogo, Tabakovic, sehr gut, sehr wichtig. St. Pauli gewinnt, Wiesbaden unentschieden gegen Paderborn. Das ist immer gut, wenn die anderen vor uns Remis spielen, dann kann das wirklich nur gut sein für uns. Fürth ist 2. Überlegt mal, wir haben nur 10 Punkte Rückstand, sollten wir gewinnen, sind es nur noch 7. Also ihr seht, und dann gibt es ja auch noch die ganze Rückrunde. Und wir haben auch das ein oder andere Live-Spiel noch mit dabei, von daher würde ich da auch immer uns nicht ganz abschreiben. So, Peltier hat eine 60. Dann müssen wir immer noch warten. Ja, die mangelnde Spielzeit, das war unvermeidbar. Gut, Previak will weg. Ja gut, das sind immer diese typischen Nachrichten. Lass den mal 2, 3 Spiele spielen, dann will er auch wieder nicht weg.
Das ist halt ganz, ganz entscheidend. So, die sind alle fit, sehr gut. Haben auch alle eine gute Form bislang. Ja, sind alle im Plusbereich, +1, +2. Nusa, Reze, auch Uedraogo hat schon eine 66, der King 67. Perfekt. Also starten wir rein ins nächste Spiel. Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Das ist ja auch ein Name wie ein Gedicht, ey. So, wie spielt Fürth? Oh, die spielen alle Dreierkette, Fünferkette, ne? Kann das sein? Und auch immer mit einem Zehner, mit Hürgota, vorne Sieb und Srebeni. Na gut, also letztes Spiel. Ich hoffe auf den 4. Sieg. Dann hätten wir hier wirklich eine 100% Quote. Und auch hier starte ich jetzt erstmal wieder ein bisschen defensiv rein. Weil never change a winning system und never change a winning team. Von daher gucken wir mal, wir sind die dunkelblauen Vierecke, natürlich. Und mal gucken, erster Angriff läuft schon. Ja, Tabakovic, der hat Bock. Ne, will er nicht. Oh, wir kombinieren uns sogar durch, das ist ja geil. Wir zeigen ja so etwas wie Spielfreude. Und das verstehe ich halt nicht. Warum hat das nicht am Anfang geklappt? Vielleicht mussten sich die Spieler wirklich finden oder das klappt defensiv einfach besser. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das mal gegen Kaiserslautern auch so machen, wenn ich dann wieder spiele, dass ich vielleicht erst defensiv ein bisschen vorsichtig beginne und dann halt, je nachdem, auf ausgeglichen stelle oder halt auf offensiv, je nachdem. Aber, oh, wir haben ganz viel Platz, Tabakovic, jawoll. Wenn es halt einmal läuft, dann läuft's. Sehr, sehr schön. Müsste auch schon sein 6. oder 7. Tor, glaube ich, sein, so oft wie der getroffen hat. Ist ja bislang unser einziger Stürmer, gut, außer Prevjak, der halt gegen die Bayern so ein bisschen in der Luft hing. Und den Tabakovic da ersetzen musste. Jetzt aufgepasst. Kommt aber Fürth durch Hürgota. Der macht auch alles bei Fürth. Der ist gefühlt Hausmeister. Der ist alles. Ah, und wieder so ein Ding. Und Srebeni. Genauso wie gegen Magdeburg. Erst geklärt, dann der Schuss, dann abgeblockt. Es ist zum Verrücktwerden. Es ist zum Verrücktwerden. Also nach wie vor spielen wir auch nicht zu 0. Ne? Ach doch, gegen Nürnberg. Rot im Kalender anstreichen. Nächste Chance, Tabakovic. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. So schnell geht das. Ja, außer nach Eckbänder. Das hat noch nicht so ganz funktioniert. Aber vielleicht jetzt, ja, Uedraogo. Ja, Tabakovic, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich glaube, wir können dann jetzt schon mal auf ausgeglichen stellen, dass das für die zweite Halbzeit dann perfekt eingestellt ist. Oh, weil wir jetzt auch müssen. Srebeni dreht das Spiel mit dem Doppelpack. Eieieiei, okay. Aber ist nicht schlimm. Wir lagen auch gegen Rostock hinten, von daher überhaupt gar kein Problem. Oder lagen wir da zurück? Weiß ich gar nicht. Wir sind gut im Spiel drin, ausgeglichen. Und Fürth steht halt nicht umsonst auf der 2, ne? Darf man ja nicht vergessen, wir sind Zweiter. Aber komm, wir sind die Hertha. Wir machen das. Irgendwie kriegen wir das hin. Ja, guck mal, hier ist doch schon der Ausgleich. Oder Tabakovic? Nee. Wer ist denn bei denen im Tor? Urbich, okay. Der Urbich. Jetzt kommen die Fürther, aufgepasst. Oh, das wird, glaube ich, ganz schwer. Also das ist mit das schwerste Spiel jetzt hier. Weil es halt auch ein Gegner ist, der gut spielt. Aber Tabakovic, Hoffnung ist da, Ballgewinn. Oh, die sind vorne zu dritt. Ja, da vorne diese 3, der eine Zehner und die beiden Stürmer, die wirbeln da schon. Achtung. Jetzt kommt's, wir laufen nur hinterher bislang und es fällt auch irgendwann das 3. Oder zumindest der Ausgleich. Ich habe ja gesagt, mit dem Remis in Fürth wäre ich jetzt auch zufrieden. Nach den 3 Siegen davor, aber es wäre natürlich schöner, wenn wir hier gewinnen würden. Aber ich glaube, muss ich jetzt auf sehr offensiv stellen. Jetzt können wir ruhig alles nach vorne machen. Ob wir jetzt noch ein 3. Ding kassieren oder wir noch irgendwie den Ausgleich machen, das ist mir dann auch egal. Aber wir müssen alles versuchen. Aber ich glaube, die Fürther machen eher das 3. Tor. Es sieht danach aus, aber Reze hat mal eine Idee. Allein auf weiter Flur. Uedraogo! Jawohl! Zumindest der Ausgleich. Jetzt stelle ich wieder zurück auf ausgeglichen, weil ich das Ergebnis jetzt halten möchte. So. Seht ihr, sehr offensiv funktioniert also auch. Wir haben hier verschiedene Einweisungen, verschiedene Taktiken, die wir machen können. Ich hoffe jetzt nicht auf ein Last-Minute-Gegentor, bitte nicht. Oh, nee, geklärt. Ja, ist okay. Ja, 2-2 in Fürth ist okay. Habe ich ja gesagt, Remis super. Die Fürther waren, glaube ich, schon ein bisschen besser, aber was soll's? Wir haben stolze 10 Punkte geholt aus 4 Spielen. Das ist die größte Punkteausbeute, die ich je bislang hier gehabt habe. Und wir sind weiterhin 9. 23 Punkte. Damit, ja, kann man arbeiten. Würde ich sagen. Also wenn wir jetzt gegen Lautern gewinnen sollten, hätten wir 26. Und wären halt wieder auf Tuchfühlung mit Platz 3. Also ihr seht, so schnell geht das, wenn man mal eine kleine Serie startet. Hamburger haben jetzt auch ein bisschen reingechoked. Ja, haben gegen Rostock verloren. Gegen St. Pauli nur unentschieden. Gegen Osnabrück unentschieden. Also ihr seht, Nürnberg auch nur unentschieden. Die haben jetzt so eine kleine Unentschieden-Serie.
Und wir machen das nächste Spiel wieder live gegen Kaiserslautern. Auch ein super Traditionsduell. Schönes Spiel. Würde ich mir für die Bundesliga auch mal wieder wünschen. Lautern und oder Hertha. Jetzt gucken wir nochmal hier in den Scouting-Bericht rein. Da wird aber auch, glaube ich, nichts dabei sein, was wir gebrauchen können. 300.000, der könnte, ja, nee, 91er, 94er Potenzial. Der könnte was sein. Ja, den kann ich mal mitnehmen. 500.000, 400.000. Aber ich glaube, der wird auch nicht sein. Wir gucken jetzt gleich einfach nochmal. Marton Dardai, genau. Schadet natürlich deiner Karriere, wenn du mal ein paar Spiele nicht spielst. So, weiter. Transferangebot für Dardai. Das ist doch jetzt ein Witz, ey. Der wird doch jetzt nicht wechseln, ne. Angebote für Spieler, die mal einen Wechsel gebeten haben, können nicht geblockt werden. Ach, also hier, ich kann aber ablehnen. Gut, kann ich nicht blocken. Gut, dann muss Dardai halt gehen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Für den Winter, was aber auch total schwachsinnig ist. Also wenn die mal 3, 4 Spiele nicht spielen, dann heulen die so rum wie Schuljungen. Das ist krass. Gut, also es bleibt dabei. Wenn wir gewinnen gegen Lautern, dann ist die Hinrunde vorbei. Dann haben wir wirklich eine gute Hinrunde gespielt und es ist noch alles möglich. Das ist ja gerade das Geile. Hannover vorne könnte ich mir vorstellen, dass sie wegmarschieren. Fürth eventuell auch. Aber es ist noch so viel zu spielen. Das ist halt das Schöne hier an der zweiten Liga. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, Glocke aktivieren. Wir haben einen super Part gehabt. Ich hoffe, das nächste Spiel wird auch sehr erfolgreich. Und dann schauen wir mal, was wird. Macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.